Leute, neuer Kanal, wir machen Reactions. Wenn du Bock hast, abonniere. Wenn du keinen Bock hast, schreib zumindest einen wütenden Kommentar für den Algorithmus, denn ich werde das sowieso durchziehen. Ich habe richtig Bock und wir starten mit einem Video, auf das ich schon so oft angesprochen wurde. Natürlich der gute TechLead, amerikanischer, bisschen schräger YouTuber, dem eine erstaunlich ähnliche Geschichte widerfahren ist. I got fired from Facebook for having a YouTube channel. Genau meine Story. Ich kenne das Video schon, habe es aber lange nicht gesehen und werde euch jetzt dazu meine Einschätzung geben. Gucken wir mal, was für Überschneidungen es da gibt. Hey guys, today I was fired from Facebook as an ex-Google tech lead. So there I was just minding my own business, right? Going around eating my free food, drinking my free coffee, and I must have been on like my third cup of coffee here, when suddenly I get an email from HR. And normally I would have just ignored this, except I was pretty much done with my coffee and I... Starker Videoeinstieg übrigens hier. Er sitzt noch im Auto draußen im Büro, wedelt mit diesem Bändchen, mit diesem Badge. Ich weiß natürlich nicht, ob es jetzt echt ist, ist es gestellt. Vielleicht hat er diesen emotionalen Einstieg auch gerade 10-mal aufnehmen müssen. So geht uns das manchmal. Auf jeden Fall natürlich auch thematisch, aber ein krasses Video. Meins ist damals ja auch gut abgegangen. Ich lasse übrigens deutsche Untertitel drin. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich das so machen soll oder lieber nicht. And I thought, fine, why don't I just go have a friendly chat with HR, like I always do. And what happened was they told me that they didn't really like my YouTube show, where I'm always talking about how I'm an ex-Google tech lead, and they were wondering why couldn't I mention that I'm also an ex-Facebook tech lead, and they wanted to see that happen. So they told me that it would be a conflict of interest if I remained because I could not fulfill that portion of the bargain, so I needed to leave. And so I did, which is pretty cool because that makes me not only an ex-Google tech lead, but also an ex-Facebook tech lead. Now, I know that everybody is shocked. Das ist natürlich jetzt so sein sarkastischer Stil. Man weiß bei dem nie, ich habe den noch nie anders auftreten sehen. Der spielt irgendwie die ganze Zeit eine Persona, hat man den Eindruck. Oder ist der wirklich so? Ja, das finde ich ganz schwer zu entscheiden bei dem TechLead, weil der wirklich genauso immer auftritt. Natürlich ging es dem Facebook HR realistisch nicht darum, dass er bitte auch Facebook erwähnen soll. Ganz im Gegenteil. Haben wir ja bei mir dann auch gesehen. Die mögen es generell gar nicht, wenn man so öffentlich ist. Und sein Kanal ist nun auch besonders provokant. Und da gab es noch so eine Geschichte, soweit ich weiß, ich habe das natürlich nochmal recherchiert, weil ich auch darauf angesprochen wurde, als meine Sache am Laufen war und als ich noch bei Facebook gearbeitet habe, habe ich mal intern gesucht nach dem TechLead. Da gab es etliche Threads zum Thema, was er da als Interviewer gemacht hat und mit seinem YouTube-Kanal, da komme ich gleich noch zu. And at a dire time like this, I feel like what we really need to do is just take a pause and thank our sponsor, squarespace.com/techlead. Ready to start your next business? Make it with Squarespace. From websites and online stores to marketing tools and analytics. Also ich habe das jetzt sogar ein bisschen laufen lassen. Ich werde Werbung generell eher überspringen, es sei denn, die Brand bezahlt mich dann auch. Lifehack für alle Reaction-YouTuber. Was ist, wenn die Brand mich dafür bezahlt, dass ich die Werbung drin lasse, aber dafür keine extra Werbung aufnehmen muss? Hat Squarespace hier nicht gemacht, aber die müssen echt Spaß gehabt haben, das abzusegnen. Und wir einfach so trocken von diesem krassen Einstieg direkt ins Sponsoring geht. Das ist genau dieser TechLead-Stil, finde ich auch schon lustig, muss ich sagen. The timing could not have actually been better because I was starting to actually saturate on that ex-Google tech lead keyword. And, you know, the YouTube algorithm, it just needs more content here. And also there are a few pros and cons here, right? Actually, one of the good parts is that since my wife recently left me, I don't have to explain any of this to her. Normally, I would have to put on some sort of charade in which I would have to pretend that I would still be going to work every day, where instead I would actually go to like a cafe or something like that and read up on classifieds. But I don't have to do that. You know, there's no explanation needed. You know, in a sense... Niemand ist so wirklich, oder? Also das muss mindestens zur Hälfte eine Rolle sein. Es muss einfach eine Rolle sein. I'm almost glad that my wife left me before any of this happened, so I just don't have to explain any of this. Now, on the other side, the con is that I've lost my job. So here's what happened. I was called into this room with HR, the director, and all the windows were blacked out. And they told me that they didn't really like my YouTube show, which is absolutely surprising, right? Like, das ist soweit realistisch, dass man mit HR und einem Director dann wirklich in den Room gerufen wird und nicht genau weiß, worum es vorher geht. Das ist natürlich immer ein bisschen gruselig. Who doesn't like this stuff? So here's what I was told at orientation, that if you're currently running a blog, podcast, YouTube show, whatever it is, then go ahead and continue running it. They don't have a problem with that. But they told me that since I was starting to monetize, then that would not be okay. So as long... Ja,
das ist auch nicht der Grund, zumindest bei mir klang das ganz anders. Ich glaube, dass er das vereinfacht darstellt und die Monetarisierung selbst nicht den Unterschied macht. As long as your blog, podcast, social media is not popular, as long as it's pretty bad and nobody's watching it, then that's fine. They don't care about that. But if you start getting some success and you start getting views and you're monetizing, then that's going to be a problem. And then we were in this debate about whether podcasts are monetizing or not. Erst meinte er soll mehr Facebook erwähnen, jetzt meinte er, es geht um die Monetarisierung. In Wahrheit geht es einfach darum, dass er einerseits sehr provokant ist und einigermaßen politisch problematisch, und um diese Interviewgeschichte kommen wir noch zu. Aber es ist ein guter Punkt mit dem großer Kanal versus kleiner Kanal. Ich würde rückblickend fast sagen, wenn es richtig klein ist, was du auf Social Media machst, in einer großen Firma, dann ist es okay, weil es niemanden interessiert. Wenn es so mittelgroß ist, dann ist es problematisch. Wenn es genug Aufmerksamkeit hat, um HR zu stören, die Personalabteilung zu stören oder die Presseabteilung. Wenn es richtig groß ist, dann hat man wieder eine ganz andere Verhandlungsposition. Okay, in meinem Fall haben sie mich dann auch am Ende rausgeschmissen, aber es hat mir nicht wirklich geschadet. Und sie trauen sich dann doch weniger, auch rechtlich wahrscheinlich gegen vorzugehen, weil, hat man ja bei mir gesehen, man hat super viel Presseaufmerksamkeit gekriegt. Ich war bei Galileo und Stern TV und Pipapo, und sie dann eben die Konfrontation nicht so eingehen würden wie bei so einem mittelgroßen Kanal. Das wäre, glaube ich, noch gefährlicher. Be a problem. And then we were in this debate about whether podcasts are monetizing or not. And I would say, well, I think podcasts are monetizing. Most are. And they'd say, no, they're not. They're not monetizing. And I told them, look, I don't work for free and I don't do open source. For a social media company that is always encouraging people to post about themselves, I find this surprising when they don't like social media. Ja. And overall, I think that this sends the wrong message. In tech, we have a talent shortage. And in my opinion, there's nothing wrong with telling people about what they need to know, what requirements they need. About like data structures, coding, algorithms, teamwork tips, communication tips, how to work with people, all of this general advice, and letting them know what it means to have good communication skills, what does it mean to have good teamwork skills. Now, take note that I have never leaked any confidential information. I work very hard to not leak that stuff. I have access to so much of it and I never reveal any of that. Zumindest nach unserer Definition von confidential. Die Firma interpretiert es dann natürlich anders, aber wirkliche Betriebsgeheimnisse in dem Sinne, wo man wirklich sagen würde, das zu leaken, hat er sicher nicht geleakt. Das glaube ich ihm, habe ich nie geleakt, habe nie Content gemacht, der Firma objektiv geschadet hätte, und ich stimme dem zu. Die Firmen sollten in meinen Augen viel lockerer damit sein, Social Media, gerade als Social Media Konzern, zuzulassen. Wissen zu verbreiten, auf jeden Fall eine gute Sache. Because number one, I don't think it really helps anybody to know the pure specifics, but I do think it helps people to know general information that I may have picked up over my personal years of experience. It is really what a good career coach or mentor may be able to do to help guide young people along their career paths, just to make sure that they're learning things properly, right? Learning the right frameworks, learning the right technologies, having better understanding of what interviewers and companies are looking for. So by the way, if you want to learn that stuff, check it out, techinterviewpro.com. I'll get you guys set up, fast track your career. Das ist nämlich eine dieser Sachen. Diese Website, die er sogar unter diesem Video auch wieder verlinkt hat, die er viel verlinkt hat, das war einer der Kritikpunkte, die ich intern gelesen habe, dass er bei Facebook Vorstellungsgespräche macht. Er ist Interviewer, er testet die Leute, ob sie eingestellt werden sollen, die Softwareentwickler, hat gleichzeitig ein Unternehmen betrieben, indem er Leuten zeigt, wie sie das Vorstellungsgespräch knacken. Und dass da dann wirklich die Grenzen zu sehr verschwimmen seien und dass das einer der Hauptgründe und Hauptkritikpunkte gewesen ist damals. Gar nicht, dass er den YouTube-Kanal hat. Ich glaube auch, dass sie mit den Regeln eher strenger geworden sind. Als ich Probleme mit meinem YouTube-Kanal hatte, das war ja nach dieser ganzen Francis Horgan-Geschichte. Das war viel früher. Da ging es nicht nur generell um Social Media, sondern er hatte wirklich eben eine Seite, mit der er Geld verdient hat. So knackst du die Hürden im Vorstellungsgespräch, und war gleichzeitig derjenige, der das Vorstellungsgespräch führt. Und da haben sie einen starken Interessenkonflikt gesehen. So, I took great care in never misrepresenting the company. So habe ich es zumindest gelesen. Also gab es intern in Workspace, heißt das? Nee, Workplace, dieses Enterprise-Forum-Format, quasi Facebook als Enterprise-Klon von Facebook, von Meta, das auch andere Firmen benutzen. In diesem internen Kommunikationstool habe ich damals mal nachgeguckt, und da gab es etliche Threads zum Thema TechLead, weil natürlich auch damals alle das YouTube-Video gesehen haben, und da wurde das so dargestellt. I made sure all of the views were my own. So it's just dismaying to hear that, hey, if you work in tech and you have a Twitter, a LinkedIn, a Facebook, a blog, a podcast, YouTube show, then you could be in danger of losing your job. And they didn't even give me a warning about any of this. They just told me, you're done. And to be on the safe side, you could run your blog. Das war bei mir ähnlich. Ne? Die haben direkt sehr, sehr, sehr eskaliert und keine sehr softe Warnung gegeben. But it better not be about tech, your passion, coding, right? Make it about cooking, skiing, or 5-minute DIY crafts, which I might just start getting into now. But whatever it is,
If you're passionate about coding and that's all you want to talk about, we don't want you, right? They don't want you. Now, there's something you need to understand. I was working as a staff software engineer. The salary was north of 500K. Das Gehalt ist realistisch, 500k als IC6 wahrscheinlich, wäre das dann bei Facebook, TechLead, der da war. Ist kein Staff-Software-Engineer, streng genommen, er benutzt Google-Terminologie. Bei Google gibt es diese Bezeichnung des Staff-Software-Engineer, bei Facebook gibt es das nicht. Ja, die Hierarchie, die Ränge, die haben alle den gleichen Titel. Man ist Software-Engineer, man wird befördert zum Software-Engineer, man wird befördert zum Software-Engineer, man bleibt einfach Software-Engineer, es sei denn, man geht ins Management, verdient aber immer mehr und 500.000 im Jahr ist tatsächlich ein realistisches Gehalt, das manche Softwareentwickler innerhalb einiger Jahre, das ist dann sehr schnell, aber sagen wir innerhalb von 5 Jahren relativ realistisch erreichen, gerade in den USA. I was honestly getting a little bit worried that I would be working until I died because they got death benefits too. So there was no way out for me. Like, I'm just not going to walk away from a job like that. I'm too cheap. I can't leave that much money on the table. And I was just thinking, how can I get out of this? So when the problem or opportunity presented itself to me, I didn't even bother arguing it or fighting it. Ja gut, ein Monte macht mehr als das im Monat. Ne? Also es ist immer die Frage, wo man es vergleicht. Im Unternehmertum, selbst auf Social Media oder vielleicht gerade auf Social Media, ist natürlich auch sehr viel Geld zu holen. Yeah, I just said, when do I get started, right? When can I get out of here? Is it in 2 weeks? And they said, no, today. I was like, okay. And I actually felt a bit of relief. I mean, these are golden handcuffs. They're called that for a reason. So I had been working 80-hour weeks, which was crazy. Like, it was just not sustainable. In my mind, the writing was probably on the wall. For the past few months, I've just had no time to relax, play games, watch movies. I wasn't able to do any of this stuff and I had no free time. Weil er bei Facebook gearbeitet hat, wo man auf jeden Fall viel Zeit verbringen kann. Ich fand es nicht so krass, aber vielleicht hat er ambitionierter gearbeitet, ist er vielleicht auch relativ schnell auf diese 500k, auf diese Stufe aufgestiegen und dann muss man wirklich richtig Gas geben. Es ist schon sehr merit-based, sehr output-based. Das heißt, da muss man Gas geben, um befördert zu werden. Ist nicht einfach, aber man muss halt auch sagen, er hat das getan und nebenbei YouTube gemacht und diese Interviewseite geführt. Also es sind halt mehrere Jobs und das ist natürlich viel zu viel. Now I've been thinking that maybe I should just jump straight back into the job market, maybe find a smaller company that's not so paranoid. But I'm not sure I want to do that quite yet. And I think that overall, a company like Facebook or Google, these two companies have prided themselves on transparency internally, right? They're not like Apple where they just silo employees off because they can't trust the employees. If you're going to hire someone, you should trust them. So, I mean, come on, we're not Apple here. But overall, you have to remember, ja, Apple ist dafür bekannt, dass auch die Apple-Mitarbeiter gar nicht wissen, wenn sie am iPad arbeiten, dann wissen sie nicht, was die Leute mit dem iPhone vorhaben und so weiter. Aber es stimmt, Facebook, gerade Google sicher auch, die ist super auf Transparenz gepolt, flache Hierarchien heißt es immer, auch wenn es eigentlich gar nicht mehr stimmt, Engineering-driven Culture. Und wenn dann sowas passiert und man plötzlich mit der Personalabteilung, der Rechtsabteilung womöglich und so zu tun hat, dann merkt man doch wieder, dass es doch ganz normale und kalte Konzernstrukturen werden können, die eigentlich nicht zu dieser Silicon Valley Kultur passen. Remember that I have been working about 5 years straight. Before any of this began, I had been like traveling the world. So I really began to miss my free time and quite likely I would be taking a break for a while at least. Fair. And you have to also remember that I am financially independent. You know, I retired like 10 years ago actually. And I can just sustain myself indefinitely within this car. I could just sleep here, live here. Like, this is shelter. Er hat, glaube ich, alle möglichen Apps released und meint, er hat wohl genug gespart oder genug passives Einkommen quasi. Er lebt von seinen Kapitalerträgen. Er könnte davon leben. Das meint er damit. Er ist ja offensichtlich nicht wirklich im Ruhestand, aber er müsste eigentlich nicht arbeiten, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. So overall, I knew that coming into a job like this, it would not be something I could walk away from. And the only way out would be either getting laid off or fired. So somewhere in my mind, er könnte den Job nicht verlassen, weil er finanziell unabhängig ist. Das war irgendwie komisch. And I always knew that this would be the way that I would go. Now, I have a question for you guys. Seeing that I have lost my wife and my family and my job, have I hit rock bottom? Let me know in the comments below, because I really want to know, did I hit rock bottom here? Because there's always further that you can fall. And so wie mein Tiefpunkt mit diesem Reaction-Kanal, der Tiefpunkt meiner Karriere, Fragezeichen. Wie findet ihr meinen YouTube-Banner? Schreibt es in die Kommentare. In every problem, there's some opportunity. But if there's just a little bit more to go, then I might be willing to go down to reach that before I begin my ascent back up.
but let me know what you think I should do. I'm thinking I'll take a vacation, maybe take a break. And I want to say, if this is concerning to you, if you fear that this could happen to you someday, then I really want to encourage you to look into starting a side business, some side hustle. That is, in my opinion, one of the only ways to really safeguard yourself against life events like this, potential layoffs, being fired, some. Ja, einerseits hat der YouTube-Kanal zur Entlassung geführt, andererseits haben im YouTube-Kanal diese ganzen Webseiten und Apps, die er macht und so, natürlich auch dazu geführt, dass er jetzt keine existenziellen Sorgen hat, weil Facebook ihn gekündigt hat. Das kann man aus beiden Richtungen betrachten. Issue cropping up at work, or maybe if you just want a voluntary career change. So are you ready to start your next business? Make it with squarespace.com/techlead. Squarespace empowers creative people. Die Überleitungen sind einfach so trocken, dass ich sie nicht rausschneiden kann. Doers and makers. That'll do for me. Give the video a like and subscribe. I'm really going to need those likes and subscribes now because this is my only source of income. Someone has to sustain me. That's going to be you. So. Ich dachte, er ist finanziell unabhängig. Aber Geld stinkt natürlich nicht. I can't believe I have to make my own breakfast. So how do I do this here? You just pour this thing? Ja, das muss man natürlich in den Firmen nicht machen, das Frühstück. Das macht sich selbst, jeden Morgen. Die Facebook-Buffets, oh, die vermisse ich. So geiles Essen. Not bad if I say so myself. Now before I close Gut this sieht's out, aber I nicht do aus. want to also just go check out the Facebook summer party because before I left the company, I did manage to snag a few wristbands. Hope you guys don't mind that. Got like a Ferris Was für ein wheel Chat. over here. Einfach nochmal auf die Sommerparty gesneakt. Sieht cool aus. Das war noch vor dem Crash, dass die Firmen noch Budgets hatten. Wenn ich das jetzt laufen lasse, ist die Monetarisierung dahin, ne? Da gibt es eh noch nicht neue YouTube-Kanal. Ja, das sieht sehr vertraut aus. So der Vibe. Krasse Event-Venues, krasses Angebot, überall Essen und Spiele und jede Menge Nerds. I just want some food, you know. Got my cotton candy. Honestly, it's Von Facebook gefeuert, good life. wegen It's a great YouTube. life. Erstmal ein YouTube-Video drehen auf der Facebook-Sommerparty. Not Gute the Ansage. one for me. See you next time. Ja, lustiger Typ, lustiges Video, erstaunlich ähnliche Geschichte wie bei mir, allerdings dann natürlich wieder auch anders nach Francis Horgan mit diesen ganzen internen Ermittlungen und so und mein Kanal ja auch eigentlich viel unkontroverser, aber trotzdem ist es so gelaufen. Mein eigenes Facebook-Entlassungsvideo, für die es nicht kennen, ist verlinkt. Schreibt in die Kommentare, worauf ich reagieren soll. Wir sehen uns in der nächsten Reaction.